Okay. Nein, nicht mal. Alright. Okay. Hi, mein Name ist Paul Albrecht und heute unboxe ich mit euch das Scratch Energy 5-Piece Kit. Yeah. So, wo fangen wir denn an? Das kannst du dir auch so. Oben. Man diesen Moment hat, so, oh, was kommt jetzt? Ready to go. Nee, der ist wirklich leer. Hier kommt noch ein Spacer und der hat schon Bassdrum-Fälle ready to go dabei. Das ist nämlich tatsächlich geil, weil bei meinem ersten Kit, da war irgendwas drauf, irgendein Bassdrum-Fell schon drauf und das war nicht cool, aber die sehen cool aus, also auf geht's. Sieht wirklich geil aus. Aha, okay, jetzt kommt hier der Floor-Tom Kesselsatz. Das macht ja richtig Sinn auch, ja. Ja, der saved den Hub vor dem Bassdrum-Klaue. Ja, klar. Und dann bleibt der Rim immer schön fresh. Ey, da ist der Tomholder. Ja, also hier, Snare-Ständer. Krass, ey. Wirklich cool, wie klein man die Teile machen kann. Wir haben ein 5-teiliges Hardware-Set dabei, plus Hocker. Und das ist alles, was wir brauchen. Wir haben sogar Memory Clamps dabei. Mit der können wir eine Höhe speichern, die dann festschrauben. Und dann können wir schneller auf- und abbauen und haben immer die gleiche Einstellung. Alles eigentlich auf einem professionellen Level. Und auch hier easy, selbsterklärend. Schön leicht. Krass ist wirklich, dass die Hardware komplett stabil ist und wirklich auch stabil steht, stabil wirkt, gut aussieht und trotzdem echt leicht ist. Kann auf jeden Fall alles, was sie können muss. Also ich kann den locker hin und her und trotzdem stelle ich ihn hin und habe das Gefühl, ich habe einen hochwertigen Beckenständer in der Hand. Ja, wow. Wow. Das finde ich echt super wichtig, dass es leicht aufzubauen ist. Wenn man anfängt mit Spielen, möchte man spielen. Und keine Ahnung, wie lange sind wir hier? Ein paar Minuten oder gerade die Hi-Hat. Zack, zack, zack. Das sah nicht so aus, als würde da so viel rauskommen. Und jetzt kommt ja der Fun-Part. Jetzt geht's erst richtig los. Becken. Wenn das Kit zu Hause ankommt, zack, 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 eins nach dem anderen, es macht Spaß. Und dann steht das Teil. Und hier haben wir den hübschen Drumhocker dazu. Geil. Mit Stimmschlüssel. Alright, ich ziehe die jetzt einfach mit der Hand an, weil es so schön einfach geht. Und dann klingt es wahrscheinlich sogar schon gut. Ich lasse es grundsätzlich relativ locker und jetzt habe ich alle mit der Hand angezogen. Jetzt sind die relativ gleich. Von hier mache ich einfach mal eine halbe Umdrehung mit dem Stimmschlüssel, immer über Kreuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal Bass. Gucken wir mal, vielleicht machen wir nachher noch eine halbe Umdrehung, wenn wir es ein bisschen höher wollen. Gucken wir mal. So, jetzt haben wir die Seite mit dem Hoop Saver. Der muss hier nach
vorne zeigen, dass die Fußmaschine hier dran geschraubt werden kann und den Rim schützt. Dann machen wir die Clawhooks, befestigen wir oder legen wir einfach mal über die Schraube drüber, eine nach dem anderen. So, schaut euch das an. Okay. Einfach hier rein und zack, 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 zack. Ja. Wie machst du diesen Drum Sound? Nun ja. Die würde ich jetzt erstmal relativ tief lassen. Also ich habe die nur mit den Fingern angezogen, was wirklich easy war und ich finde das schon cool. Und das heißt, wir lassen es jetzt einfach so und gucken dann später, ob wir noch ein bisschen Halbumdrehung da, ob wir da auch noch ein bisschen was schrauben. Füße raus, strahlt in ihrer ganzen Pracht. So, jetzt packe ich hier was in die Bassdrum rein. Das ist wirklich ein guter Trick, wenn ihr zu Hause ein bisschen leiser spielen müsst oder wenn ihr einfach eine trockene Bassdrum wollt, die ein bisschen mehr Richtung Hip-Hop geht. Dann legen wir einfach ein paar Decken rein oder ein paar Kissen. Jeder hat irgendwas zu Hause, womit wir den Sound ein bisschen kontrollieren können. Wenn ihr sie offen lasst, klingt es auch super geil, habe ich gerade ausprobiert. Das ist dann einfach mehr geeignet für Rock oder wenn ihr diesen fetten Bassdrum-Sound braucht mit sehr viel Druck und Ton. So, beim Floor-Tom, diese zwei Schrauben, die bei der Lieferung dabei waren, die nehmen wir als Ersatz bei. Hier ist ein kompletter Ersatz drin. Und dann schauen wir erstmal, dass die richtig rum steht. Hier werden die Füße reinkommen, also hier ist unten, da ist oben. Die leere ich aus, denn wir haben diese Unterlegscheiben dabei. Dann hält das Fell die Stimmung besser. Die können dann einfach hier drauf und dann wird geschraubt. Gewindehülsen, Receiver Nuts, die können dann hier reingeschraubt werden, wenn irgendwas kaputt ist. Also auch hier ist Ersatz dabei, was ich sehr gut finde. Restchenschrauben bereite ich einfach vor für das Resonanzfell unten. Ja, super. Oh, okay. Das Resonanzfell ist jetzt drauf. Ich mache dasselbe mit der Bassdrum. Ich ziehe alles von Hand an und fange mal an mit einer halben Umdrehung. Hey, wenn es so gut klingt, das klingt schon geil. Wir machen jetzt hier nur ganz wenig, weil man hört ein bisschen, wie das Fell flattert. Das machen wir weg. Aber die muss meiner Meinung nach nicht viel höher sein für das, was ich jetzt vorhabe. Das heißt, hier mache ich dasselbe. Von Hand anziehen und eine Vierteldrehung. Ja, jetzt hört man wieder das Fell ein bisschen schwingen. Dann ziehe ich es einfach noch mal ein bisschen an. So maximal unschön hingeschraubt. Geil. Hier kann man natürlich wie bei jeder Fußmaschine auch die Federspannung verstellen und es geht wirklich einfach. Jetzt ist es ein bisschen fester, ich mache es noch ein bisschen fester. Ich mag es, wenn wir da viel Widerstand haben, einfach hier nach oben drehen, nach unten drücken und dann das hier angleichen, nach oben schrauben. Jetzt ist sie mehr gespannt. Da kann man wirklich ganz einfach einstellen, ob man mehr Widerstand möchte oder weniger. Hier haben wir jetzt wieder diese schöne Memory Lock. Die machen wir einfach auf. Dann kann man das schön bewegen. Und die Höhe einstellen. Wir machen die Toms tiefer. So müsste es gut sein. Und dann schraube ich das noch kurz fest. Also man könnte jetzt schon einen Gig da drauf spielen. Wir stimmen noch ein bisschen nach, aber so kam es aus der Box und das ist echt. Hier stellen wir auch die Memory Locks einfach auf die Position, die wir haben möchten. So. Festschrauben und jetzt kann man logischerweise das Tom einfach jedes Mal draufstecken und es bleibt in derselben Position.
bekommen auch schon alles sehr schön und safe verpackt. 13 Zoll, 101 Special Hi-Hat von Peiste. Schaut euch dieses Teil an. Das könnte handgehämmert sein. Sehr hochwertig. Peiste 101 Special Ride, 20 Zoll. Hiermit ist das schöne Gretsch Energy fertig und bereit.